In der Nachkriegszeit galt der private Pkw lange als das Nonplusultra der Mobilität. Watch this. Immer weiter wurde städtische Infrastruktur den Bedürfnissen der Autofahrer untergeordnet. Die Idee, die Platzverteilung des öffentlichen Raums zwischen Autos, Fußgängern und Fahrradfahrern noch einmal zu überdenken, ist jedoch nicht neu. Bereits 1975 erfand Hermann Knoflacher von der Technischen Universität Wien das sogenannte Gehzeug, mit dem er auf den enormen Platzbedarf des Autos aufmerksam macht. Sein Gehzeug wird seitdem weltweit von Aktivisten bei Demonstrationen genutzt, um zu einem Umdenken anzuregen. In Berlin beginnt die Verkehrswende 2016 Geschwindigkeit aufzunehmen, angestoßen unter anderem von der Initiative Volksentscheid Fahrrad. In einem 10-Punkte-Plan bringt die Initiative Vorschläge für eine Verbesserung der Gesamtsituation des Radverkehrs. Vor allem fordern sie mehr Sicherheit und mehr Platz für Fahrradfahrer. How's your driving record? It's clean. It's real clean, like my conscience. The SUV built around you. All of you. Die Forderungen stoßen bei den Bürgern auf offene Ohren. In einer Rekordzeit von nur 3,5 Wochen werden über 100.000 Unterschriften für ein mögliches Bürgerbegehren gesammelt. Dieser massive Zuspruch ermöglicht ihnen auch politisch mehr Druck auszuüben. Engineered for life's everyday adventures and beyond. No matter what road you take. Die Bedingungen dafür sind günstig, denn die schwarz-rote Koalition, erst unter Wowereit, dann Müller, stand den Forderungen der Initiative ablehnend gegenüber. Nach der Wahl im September 2016 wird die Koalition jedoch von einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis abgelöst. Nach Verhandlungen mit der neuen Regierung verzichtet die Initiative darauf, die eigentliche Volksabstimmung durchzuführen, da die Politik bereit ist, die Forderungen in einen neuen Gesetzesentwurf aufzunehmen. 2018 wird das Berliner Mobilitätsgesetz verabschiedet, welches das Auto als wichtigsten Verkehrsteilnehmer vom Thron stoßen soll. The new Kia Picanto. Small but mighty. In dem Gesetz finden sich viele Forderungen der Initiative Volksentscheid Fahrrad, allerdings regelt das Gesetz die Neuordnung des Stadtverkehrs noch weitreichender und ordnet den privaten Autoverkehr dem ÖPNV, dem Rad- und Fußverkehr und anderen Verkehrslösungen unter. Mit dieser neuen Werkzeugkiste an rechtlichen Möglichkeiten, die sich aus dem Mobilitätsgesetz ergeben, beginnen nun die Bezirke eine schrittweise Umnutzung der Stadt, weg vom Auto als dominantes Verkehrsmittel. Parklets, Kiezblocks, Pop-up-Fahrradwege, Begriffe, die bei den Gegnern der Verkehrswende fast schon eine Triggerwarnung benötigen, ermöglichen neue Freiräume für Fuß- und Radverkehr und andere Experimente im öffentlichen Raum. Flächen werden entsiegelt, Durchfahrtsverkehr ausgegrenzt, Spielstraßen ausprobiert, Fahrradwege gesichert. Ganz vorne mit dabei ist Friedrichshain-Kreuzberg, eine grünlinke Hochburg, in der die Bewohner die Anliegen mit großer Mehrheit unterstützen. Kennt ihr den Bezirk in Friedrichshain-Kreuzberg, der schon sehr, glaube ich, fortschrittlich in die Zukunft schaut, experimentierfreudig ist? Hier gab es ja in den 80ern die Verwandlung auch schon im Grunde mit so Abtrennungen zu einem verkehrsberuhigten Kiez wirklich. Ne? Das ist ja so der erste gewesen. Der hat aber nicht funktioniert. Es wurde einfach vergessen. Und ich glaube, man besinnt sich jetzt wieder zurück und sagt, dass diese schon so alte Idee im Grunde genommen doch jetzt wieder ins Leben gerufen werden will, reaktiviert werden will. Wer weiß, wie viele Leute hier noch wohnen, die damals hier wohnen. Aber es ist eben ein Kiez, in dem es schon Voraussetzungen gibt. Und darum passt das natürlich hier ganz gut, wenn man das weiterentwickeln kann. Und da wird es sehr früh mal so Gespräche gegeben haben, ob man da einen Schritt weiter gehen kann und tatsächlich mal was experimentiert. Das ist entstanden aus einer Kommunikation zwischen dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und dem WZB, also dem Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und dann ging es um die Frage,
Wie kriegt man das hin, dass man die Kieze autofreier macht? Weil wir wissen ja, dass noch nicht mal so sehr der fließende Verkehr, sondern der ruhende, parkende Verkehr das eigentliche Problem ist, weil dadurch eben alles blockiert wird. Und hier sind es 182 Menschen von 1000, die überhaupt ein Auto haben. Über 4/5 hat gar kein Auto. Ne? Ich meine, das darf man ja nicht verkennen, dass die Mehrheit eben gar kein Auto hat. Die Städte werden immer heißer, es ist ein dicht besiedelter Kiez. Der braucht natürlich ein bisschen mehr, der braucht Flächen zum Versickern, der braucht schattenspendende Sachen. Die Menschen müssen sich auch besser identifizieren und das passiert natürlich über gemeinsame Aktionen auch. Und dann haben wir immer wieder zusammengesessen und überlegt, wie das sein kann. Und dann haben Pascal und ich den Antrag dann eingebracht. Und dann gab es, glaube ich, lange Bereiche, wo nicht so viel Kommunikation war, wo es um die rechtliche Klärung geht. Geht das, was wir da vorhaben? Ist es umsetzbar mit den Mitteln im Amt? Ja. Das ist dann wieder so ein Raum, wo wir nicht viel wussten und was von uns aus so ein großer Kritikpunkt war, weil es so ein großes Informationsvakuum gibt. Die Kommunikation war sauschlecht, das muss man sagen, weil es ja viel eher einsetzen sollte. Es klang alles viel größer. Dann wurde das straßenrechtlich ja überhaupt erst überprüft. Wir haben die ganze Zeit versucht, diesen Verkehrsversuch sozusagen gerichtsfest zu machen. Wir wollen sicher sein, dass eine Klage nicht diesen Versuch stoppt, weil das ist ein irrer Aufwand, diesen Versuch überhaupt auf die Beine zu stellen. Und im Zuge dieser Beratungen hat das Bezirksamt dann auch festgestellt, wir müssen das erstmal klein testen und nicht gleich das ganze Quartier zu räumen, was auch unrealistisch ist in der Umsetzung. Aber das Ziel ist es nach wie vor. Ich hoffe nicht, dass dieses Gräfe-Kiez-Projekt dieses Nudging, diesen Stempel bekommen wird. Ich möchte behaupten, was wir da heute machen, glaube ich, hat nichts mit Nudging zu tun. Nicht? Ich würde das nicht erzieherisch nennen, sondern ich würde das wirklich einen Versuch nennen, mal was auszuprobieren, was man sich irgendwie bisher noch gar nicht vorstellen konnte. Soweit erstmal zur Ursprungsgeschichte des Projekt Gräfe-Kiez. Im nächsten Teil blicken wir auf die Aktenlage und schmökern ein bisschen in der Drucksache DS-0154-6.